Lektion 1. Wie wäre es, heute Abend zum Abendessen auszugehen? Hallo Anna, wie wäre es, heute Abend zum Abendessen auszugehen? Ich habe keine Lust zu kochen. Hallo John. Das klingt nach einer guten Idee. Wo würdest du gerne hingehen? Wie wäre es mit dem neuen italienischen Restaurant in der Innenstadt? Ich habe gute Dinge darüber gehört. Klar, ich bin bereit, etwas Neues auszuprobieren. Um wie viel Uhr sollten wir gehen? Wie wäre es gegen 19 Uhr? Das sollte uns genug Zeit geben, uns fertig zu machen. Hört sich gut an. Ich fange jetzt an, mich fertig zu machen, damit wir es nicht eilig haben. Großartig. Ich überprüfe, ob wir eine Reservierung vornehmen müssen, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Gute Idee. Vor allem am Wochenende kann es voll werden. Lass mich wissen, ob wir einen brauchen. Das werde ich tun, Anna. Ich rufe an und reserviere bei Bedarf. Danke, John. Ich weiß es zu schätzen, dass du dich darum kümmerst. Kein Problem, Anna. Ich möchte, dass unser Abendessen heute stressfrei ist. Ich auch, John. Es wird schön sein, sich zu entspannen und gemeinsam eine Mahlzeit zu genießen. Ich freue mich darauf. Ich habe Lust auf gutes italienisches Essen. Hier auch. Ich kann es kaum erwarten, Ihre Pasta oder vielleicht Pizza zu probieren. Die Speisekarte sieht köstlich aus. Ich bin sicher, wir finden etwas, das uns beiden gefällt. Das ist sicher. Die italienische Küche hat für jeden etwas zu bieten. Ich bin froh, dass wir auf derselben Seite sind. Es macht immer Spaß, gemeinsam neue Restaurants zu erkunden. Absolut, John. Es hält die Dinge interessant und sorgt für Abwechslung in unseren kulinarischen Erlebnissen. Und es ist auch eine schöne Möglichkeit, aus unserer gewohnten Routine auszubrechen und einen besonderen Abend zu genießen. Ich könnte nicht mehr zustimmen, John. Es sind die kleinen Dinge, die das Leben angenehmer machen. Gut gesagt, Anna. Machen wir heute Abend zu einem unvergesslichen Dinnerausflug. Ich bin voll und ganz dafür, John. Ich mache mich fertig und wir können um 19 Uhr losfahren. Perfekt. Ich sorge dafür, dass alles für unseren Abend vorbereitet ist. Wir sehen uns gleich, Anna. Bis bald, John. Ich freue mich auf unser Abendessen. Lektion 2. Es ist Zeit, dass wir neue Klamotten einkaufen gehen. Hallo Anna, der Winter rückt näher und ich denke, es ist Zeit, dass wir neue Klamotten einkaufen gehen. Hallo John. Das ist eine gute Idee. Mir ist in letzter Zeit etwas kalt geworden. Wo sollen wir einkaufen gehen? In der Innenstadt gibt es ein Kaufhaus mit einer guten Auswahl an Winterkleidung. Sollen wir da hingehen? Klingt gut für mich, John. Ich habe gehört, dass Sie warme und stilvolle Optionen haben. Wir können dieses Wochenende gehen. Wie wäre es mit Samstagnachmittag? Samstag funktioniert für mich. Ich werde es im Kalender markieren, damit wir es nicht vergessen. Großartig! Wir sollten eine Liste mit dem machen, was wir brauchen, bevor wir in den Laden gehen. Das ist ein guter Plan, John. Wir können die Artikel notieren, nach denen wir suchen, wie Mäntel, Pullover und Stiefel. Vergessen Sie nicht Schals, Handschuhe und Hüte. Sie sind unverzichtbar, um im Winter warm zu bleiben. Du hast recht, John. Ich werde sicherstellen, dass diese auch in unsere Liste aufgenommen werden. Es ist immer eine gute Idee, unsere aktuelle Winterkleidung zu überprüfen, um zu sehen, ob etwas ersetzt werden muss. Das stimmt.
Wir können diejenigen, die wir nicht mehr benötigen, an Bedürftige spenden. Das ist eine durchdachte Idee, Anna. Stellen wir sicher, dass wir verantwortungsbewusst einkaufen und auch andere berücksichtigen. Auf jeden Fall, John. Es ist wichtig, auf unser Handeln zu achten und zu helfen, wo immer wir können. Halten wir auch Ausschau nach Verkäufen oder Rabatten, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen. Absolut, John. Beim Einkaufen etwas Geld zu sparen ist immer ein Bonus. Ich freue mich darauf, gemütliche und stylische Winterkleidung zu finden. Es wird Spaß machen. Mir geht es genauso, John. Es ist aufregend, unsere Garderobe für die kältere Jahreszeit auf den neuesten Stand zu Wir bringen. achten darauf, Kleidung auszuwählen, die gut passt und uns warm hält. Komfort ist der Schlüssel. Komfort und Stil gehen Hand in Hand, John. Wir werden die perfekte Balance finden. Sollen wir nach unserem Einkaufsbummel etwas essen? Es wird ein netter Abschluss des Tages sein. Das klingt nach einem Plan, John. Wir können uns eine warme Mahlzeit gönnen und uns entspannen. Ich freue mich, dass du an Bord bist, Anna. Es wird ein produktiver und unterhaltsamer Tag. Ich bin dankbar, dich als meinen Einkaufskumpel zu haben, John. Machen wir daraus eine erfolgreiche Reise. Ebenso, Anna. Wir sind ein großartiges Team. Machen wir uns bereit für einen unterhaltsamen Einkaufstag und Wintermode. Lektion 3. Die Ferien stehen für unsere Kinder vor der Tür. Hallo Anna, ist dir klar, dass die Ferien für unsere Kinder bevorstehen? Hallo John. Ja, ich habe darüber nachgedacht. Es ist gut, eine Auszeit von der Schule zu haben. Absolut. Wir sollten einige Aktivitäten planen, um sie in der Pause zu unterhalten. Das ist eine großartige Idee. Wir können sie in den Park mitnehmen, einen Filmabend machen oder vielleicht sogar einen kurzen Ausflug machen. Ich mag diese Vorschläge. Es ist wichtig, das Beste aus ihrer Freizeit herauszuholen und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Ich stimme zu. Es ist auch eine Gelegenheit für uns, als Familie eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Wir können die Kinder in den Planungsprozess einbeziehen und sie einige Aktivitäten auswählen lassen, die sie gerne machen möchten. Das ist eine gute Möglichkeit, ihnen das Gefühl zu geben, einbezogen zu werden und sich auf die Pause zu freuen. Wir können sie auch zu kreativen Aktivitäten wie Zeichnen, Basteln oder Lesen ermutigen. Das ist eine wundervolle Idee, John. Es hilft, ihre Fantasie anzuregen und sie zu beschäftigen. Wir sollten auch sicherstellen, dass sie in der Pause genügend Ruhe und Entspannung bekommen. Definitiv. Es ist wichtig, dass sie neue Energie tanken und bereit für das nächste Semester sind. Vielleicht können wir einen Pyjamatag haben, an dem wir alle zu Hause bleiben und einen gemütlichen Tag zu Hause verbringen. Das klingt wunderbar, John. Es wird ein Tag voller Entspannung und Spaß sein. Denken wir auch daran, Ihre Freizeit mit einigen pädagogischen Aktivitäten wie Puzzles oder Lernspielen in Einklang zu bringen. Guter Punkt, John. Lernen kann immer noch Spaß machen, auch in einer Pause. Ich bin dankbar für diese bevorstehende Weihnachtspause. Es gibt uns die Möglichkeit, uns wieder mit unseren Kindern zu verbinden. Ich auch, John. Zeit mit der Familie ist kostbar und ich freue mich darauf, das Beste daraus zu machen. Wir sorgen dafür, dass unsere Kinder einen glücklichen und unvergesslichen Urlaub erleben. Absolut, John. Ihr Glück ist unsere Priorität. Lass uns mit der Planung beginnen und es zu einer besonderen Zeit für alle machen.
Ich bin dankbar, dich als meine Partnerin zu haben, Anna. Wir sind ein großartiges Team, um wundervolle Erlebnisse für unsere Familie zu schaffen. Und mir geht es genauso, John. Gemeinsam können wir diesen Urlaub zu einem wahrhaft freudigen und unvergesslichen Erlebnis machen. Lektion 4. Hast du in letzter Zeit gute Fernsehsendungen gesehen? Hallo Anna, hast du in letzter Zeit gute Fernsehsendungen gesehen? Hallo John. Ja, ich habe mir eine neue Serie angeschaut. Es ist wirklich gut. Oh, das klingt interessant. Wie heißt es? Es heißt The Crown. Es geht um die britische Königsfamilie. Ich habe davon gehört. Ist es ein Drama oder ein Dokumentarfilm? Es ist ein historisches Drama. Die Schauspielerei und das Geschichtenerzählen sind unglaublich. Das klingt faszinierend. Ich mag Serien, die auf realen Ereignissen basieren. Dann wird dir dieser auf jeden Fall gefallen. Es bietet einen faszinierenden Einblick in die britische Geschichte. Ich füge es meiner Watchlist hinzu. Gibt es noch andere Serien, die du empfehlen kannst? Stranger Things ist eine weitere großartige Show. Es ist eine Mischung aus Science Fiction, Mystery und Abenteuer. Ich habe viele positive Kritiken darüber gehört. Ich sollte es versuchen. Definitiv. Es ist fesselnd und hält sie auf Trab. Danke für die Empfehlungen, Anna. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Sendungen zum Anschauen. Du bist willkommen, John. Ich genieße es, gute Fernsehsendungen zu entdecken und zu teilen. Es ist schön, nach einem langen Tag bei einer guten Serie zu entspannen und die Seele baumeln zu lassen. Absolut. Es ist eine großartige Möglichkeit, in verschiedene Welten und Geschichten zu entfliehen. Und es ist noch besser, wenn wir Sendungen finden, die wir beide gerne sehen. Ich stimme zu, John. Es ist eine unterhaltsame Art, Zeit miteinander zu verbringen und gemeinsame Interessen zu verfolgen. Lassen Sie uns planen, bald einige Folgen zusammen anzusehen. Klingt nach einem Plan, John. Wir können ein paar Snacks zubereiten und einen gemütlichen Fernsehabend verbringen. Ich freue mich darauf, Anna. Es wird ein entspannter und unterhaltsamer Abend. Ich auch, John. Lass uns Popcorn machen und uns auf eine gute Show vorbereiten. Ich freue mich, dass wir diese Momente haben, um uns zu entspannen und die Gesellschaft des anderen zu genießen. Ich auch, John. Es sind die kleinen Dinge, die das Leben angenehmer machen. Absolut, Anna. Lassen Sie uns diese Momente schätzen und das Beste aus unseren gemeinsamen Fernsehabenden machen. Ich könnte nicht mehr zustimmen, John. Auf gute Shows und gute Zeit. Lektion 5. Unser Nachbar möchte seine Katze spenden. Hallo Anna, weißt du was? Unser Nachbar möchte seine Katze spenden. Hallo John. Oh, wirklich? Das ist interessant. Warum wollen Sie Ihre Katze verschenken? Sie erwähnten, dass Sie einige Veränderungen in Ihrer Lebenssituation haben und sich nicht mehr um die Katze kümmern können. Ich verstehe. Das ist bedauerlich für Sie, aber es könnte eine Gelegenheit für jemand anderen sein, der Katze ein liebevolles Zuhause zu geben. Genau. Ich dachte, wir könnten vielleicht erwägen, die Katze zu adoptieren. Unsere Kinder haben nach einem Haustier gefragt. Das ist eine gute Idee, John. Ein Haustier kann Ihnen Verantwortung beibringen und eine Quelle der Kameradschaft sein.
Ich stimme zu. Außerdem wäre es schön, einen pelzigen Freund im Haus zu haben. Wir sollten mit unserem Nachbarn sprechen und mehr über die Persönlichkeit und Bedürfnisse der Katze erfahren. Definitiv. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Katze gut zu unserer Familie und unserem Lebensstil passt. Wir sollten auch überlegen, ob wir die Zeit und die Ressourcen haben, um die Katze richtig zu pflegen. Absolut. Der Besitz eines Haustiers erfordert Engagement und Aufmerksamkeit. Lassen Sie uns ein Gespräch mit den Kindern führen und sehen, was sie davon halten, eine Katze als neues Familienmitglied zu haben. Gute Idee, Anna. Ihre Meinung ist wichtig, und es ist wichtig, sie in den Entscheidungsprozess einzubeziehen. Wenn wir uns entscheiden, die Katze zu adoptieren, sollten wir auch einen Besuch beim Tierarzt zur Untersuchung vereinbaren. Das ist ein verantwortungsvoller Ansatz, Anna. Wir wollen die Gesundheit und das Wohlbefinden der Katze sicherstellen. Lassen Sie uns weitere Informationen sammeln und diese weiter besprechen, bevor wir eine endgültige Entscheidung treffen. Einverstanden, Anna. Es ist eine große Entscheidung und wir möchten sicherstellen, dass sie die richtige für unsere Familie ist. Ob wir die Katze adoptieren oder nicht, es ist nett von unserem Nachbarn, daran zu denken, ein gutes Zuhause für sein Haustier zu finden. Absolut, Anna. Es zeigt ihre Fürsorge und Verantwortung für das Wohlbefinden der Katze. Denken wir bei unserer Entscheidung an das Wohlergehen der Katze. Auf jeden Fall, Anna. Wir werden sicherstellen, dass Sie eine fundierte Entscheidung treffen, die für alle Beteiligten am besten ist. Ich freue mich, dass wir dieses Gespräch führen, John. Es zeigt unsere Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme. Ich auch, Anna. Es ist wichtig, solche Entscheidungen mit Sorgfalt und offener Kommunikation anzugehen. Welche Entscheidung wir auch treffen, ich bin zuversichtlich, dass es die richtige für unsere Familie sein wird. Mir geht es genauso, Anna. Unsere Liebe und Fürsorge werden uns dabei helfen, die beste Wahl zu treffen. Lektion 6. Wir werden ein neues Krankenhaus in der Nähe haben. Hallo Anna, hast du von dem neuen Krankenhaus gehört, das in unserer Stadt gebaut wird? Hallo John. Ja, ich habe Neuigkeiten darüber gehört. Es ist aufregend, dass wir in der Nähe ein neues Krankenhaus haben werden. Definitiv. Es wird mehr Gesundheitsoptionen und einen besseren Zugang zu medizinischen Leistungen bieten. Das sind großartige Neuigkeiten für unsere Community. Es ist wichtig, qualitativ hochwertige Gesundheitseinrichtungen in der Nähe von zu Hause Ich zu stimme haben. zu. Es wird für uns und unsere Nachbarn in Zeiten medizinischer Notfälle praktisch sein. Ich hoffe, dass das neue Krankenhaus über fortschrittliche medizinische Ausrüstung und qualifiziertes medizinisches Fachpersonal Ich habe verfügt. gelesen, dass es sich um eine hochmoderne Einrichtung mit einer Vielzahl von medizinischen Fachgebieten handeln wird. Das ist beeindruckend. Das bedeutet, dass wir für spezielle Behandlungen oder Operationen nicht weit reisen müssen. Es wird auch Beschäftigungsmöglichkeiten für Beschäftigte im Gesundheitswesen in unserer Stadt schaffen. Das wirkt sich positiv aus. Es wird zur lokalen Wirtschaft beitragen und Arbeitsplätze schaffen. Ich bin gespannt, wann das Krankenhaus voraussichtlich seine Türen öffnen wird. Ich bin mir über das genaue Datum nicht sicher, aber ich habe gehört, dass die Eröffnung im nächsten Jahr geplant ist. Wir sollten nach Updates oder Ankündigungen zur Eröffnung Ausschau halten. Absolut. Es wäre interessant, das neue Krankenhaus zu besichtigen, sobald es fertig ist. Das ist eine gute Idee.
Es gibt uns die Möglichkeit, die Einrichtungen zu besichtigen und mehr über die von ihnen angebotenen Dienstleistungen zu erfahren. Ich hoffe, das neue Krankenhaus wird sich auch auf eine mitfühlende und patientenorientierte Versorgung konzentrieren. Ja, das ist entscheidend. Das Wohlbefinden und der Komfort der Patienten sollten immer im Vordergrund stehen. Es ist beruhigend zu wissen, dass uns bald eine moderne Gesundheitseinrichtung zur Verfügung stehen wird. Definitiv. Das ist eine positive Entwicklung für unsere Stadt und die gesamte Gesundheitsinfrastruktur. Bleiben wir auf dem Laufenden und teilen Sie uns alle Neuigkeiten über das neue Krankenhaus mit. Klingt nach einem Plan, Anna. Es ist wichtig, uns und unsere Nachbarn auf dem Laufenden zu halten. Ich bin dankbar, dass es in unserer Stadt gute Gesundheitsmöglichkeiten gibt. Es bringt Seelenfrieden. Mir geht es genauso, Anna. Es ist beruhigend zu wissen, dass eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung leicht zugänglich sein wird. Wir haben das Glück, diese neue Ergänzung der Gesundheitsressourcen unserer Stadt zu haben. Absolut, Anna. Dies ist ein Schritt vorwärts zur Verbesserung des Wohlbefindens unserer Gemeinschaft. Hoffen wir, dass das neue Krankenhaus die Bedürfnisse unserer Bewohner erfüllt und eine hervorragende Versorgung bietet. Ich setze große Hoffnungen, Anna, auf eine gesündere Zukunft für unsere Stadt mit dem neuen Krankenhaus. Lektion 7. Weißt du, welches Tier das schnellste der Welt ist? Hallo Anna, weißt du, welches Tier das schnellste der Welt ist? Hallo John. Ich glaube, es ist der Gepard. Sie können sehr schnell rennen, oder? Das ist richtig, Anna. Geparden sind bekannt für ihre unglaubliche Geschwindigkeit. Wie schnell können sie rennen? Sie können Geschwindigkeiten von bis zu 70 Meilen pro Stunde, 113 Kilometer pro Stunde, erreichen. Wow, das ist unglaublich. Kein Wunder, dass sie als das schnellste Landtier gelten. Ja, ihre Geschwindigkeit hilft ihnen, ihre Beute bei der Jagd zu fangen. Gibt es noch andere Tiere, die auch sehr schnell sind? Ja, ein weiteres schnelles Tier ist der Wanderfalke. Es ist der schnellste Vogel der Welt. Wirklich? Wie schnell kann es fliegen? Der Wanderfalke kann bei seinen Jagdtauchgängen Geschwindigkeiten von über 240 Meilen pro Stunde, 386 Kilometer pro Stunde, erreichen. Das ist unglaublich. Es muss ein beeindruckender Anblick sein. Absolut. Es ist faszinierend, wie sich verschiedene Tiere angepasst haben, um auf ihre eigene Weise schnell zu sein. Kennst du noch andere Tiere, die außergewöhnlich schnell sind? Ja, der Segelfisch ist als der schnellste Schwimmer unter den Fischen bekannt. Wie schnell kann es schwimmen? Es kann mit Geschwindigkeiten von bis zu 68 Meilen pro Stunde, 110 Kilometer pro Stunde, schwimmen. Das ist ziemlich beeindruckend für einen Fisch. In der Tat. Es ist unglaublich, die Vielfalt der Geschwindigkeiten und Fähigkeiten im Tierreich zu sehen. Es ist wirklich interessant, etwas über diese schnellen Tiere zu lernen. Ich stimme zu, Anna. Die Natur hat einige unglaubliche Kreaturen mit bemerkenswerten Fähigkeiten. Es ist faszinierend zu sehen, wie sie sich entwickelt haben, um in ihrer Umgebung zu überleben und zu gedeihen. Absolut. Es ist eine Erinnerung an die Vielfalt und das Wunder der Natur. Danke, dass du diese Informationen geteilt hast, John. Ich habe heute etwas Neues gelernt. Du bist willkommen, Anna.
Ich freue mich, dass ich einige interessante Fakten mit Ihnen teilen konnte. Die Natur überrascht mich immer wieder. Ich bin immer begierig darauf, mehr darüber zu erfahren. Mir geht es genauso, Anna. Es gibt immer etwas Neues und Faszinierendes zu entdecken. Lassen Sie uns die Wunder des Tierreichs weiter erkunden und schätzen. Absolut, Anna. Es ist eine unendliche Quelle der Faszination und des Lernens. Lektion 8. Ich habe von einer interessanten Wanderroute in der Nähe gehört. Hallo Anna, ich habe von einer interessanten Wanderroute in der Nähe gehört. Möchtest du eine Wanderung machen? Hallo John. Klar, ich bin immer bereit für ein Outdoor-Abenteuer. Erzähl mir mehr über die Wanderroute. Es heißt Forest Trail. Es ist bekannt für seine landschaftliche Schönheit und vielfältige Tierwelt. Das klingt wunderbar. Wie lang ist der Trail? Sie ist ungefähr 5 Meilen, 8 Kilometer lang, also eine moderate Wanderung, die für uns machbar sein sollte. Großartig. Gibt es bestimmte Sehenswürdigkeiten oder Sehenswürdigkeiten entlang des Weges? Ja, etwa zur Hälfte des Weges gibt es einen wunderschönen Wasserfall. Es ist ein perfekter Ort, um eine Pause einzulegen und die Aussicht zu genießen. Ich liebe Wasserfälle. Es wird eine großartige Gelegenheit sein, ein paar Fotos zu machen. Definitiv. Der Weg führt auch durch einen dichten Wald, sodass wir von üppigem Grün umgeben sind. Ich finde Wälder so friedlich und erfrischend. Es wird eine schöne Flucht aus der Stadt sein. Ich könnte nicht mehr zustimmen, Anna. Die Natur hat die Möglichkeit, unseren Geist und unsere Seele zu verjüngen. Ist der Weg gut markiert? Ich will sicher gehen, dass wir uns nicht verirren. Ja, der Weg ist gut gepflegt und hat klare Markierungen auf dem Weg. Wir sollten keine Probleme haben, auf Kurs zu bleiben. Das ist beruhigend. Ich bin nicht der erfahrenste Wanderer, aber ich bin gerne in der Natur. Mach dir keine Sorgen, Anna. Es ist kein schwieriger Weg, und wir können uns Zeit nehmen, um die Umgebung zu genießen. Danke, dass du Geduld mit mir hast, John. Ich weiß das zu schätzen. Natürlich, Anna. Das Wichtigste ist, gemeinsam eine sichere und angenehme Erfahrung zu haben. Müssen wir spezielle Ausrüstung oder Zubehör für die Wanderung mitbringen? Es ist immer eine gute Idee, bequeme Wanderschuhe zu tragen und einen Rucksack mit Wasser, Snacks und Sonnencreme mitzubringen. Das ergibt Sinn. Ich werde dafür sorgen, dass ich das Nötigste einpacke. Großartig! Schauen wir uns auch die Wettervorhersage an, bevor wir losfahren, nur um vorbereitet zu sein. Guter Punkt, John. Wir wollen sicherstellen, dass wir die richtige Kleidung für die Bedingungen haben. Ich freue mich auf diese Wanderung, Anna. Es ist eine Gelegenheit, die Natur zu erkunden und eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Ich auch, John. Ich freue mich auf die Schönheit und Ruhe des Forest Trail. Lass uns ein Datum festlegen und es geschehen lassen. Es wird ein unvergessliches Abenteuer für uns. Einverstanden, John. Ich kann es kaum erwarten, mich mit Ihnen auf diese Wanderreise zu begeben. Es wird eine tolle Erfahrung, Anna. Bis bald und machen wir uns bereit für unsere Wanderung. Bis bald, John. Ich zähle die Tage. Lektion 9. Ich habe darüber nachgedacht, nach London zu reisen. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, nach London zu reisen. Was denkst du?
Hallo John. Das klingt nach einer großartigen Idee. London ist eine so lebendige und historische Stadt. Ich habe so viel über seine berühmten Wahrzeichen wie Big Ben und die Tower Bridge gehört. Ja, in London gibt es so viel zu sehen und zu erleben. Wir können die Museen erkunden, die Parks besuchen und die lokale Kultur erleben. Das klingt fantastisch. Ich bin besonders daran interessiert, das British Museum zu besuchen und den Rosetta Stone zu sehen. Das British Museum ist auf jeden Fall ein Muss. Wir werden erstaunliche Artefakte aus verschiedenen Teilen der Welt sehen. Ich freue mich auch darauf, traditionelle britische Gerichte wie Fish and Chips und Nachmittagstee zu probieren. Absolut. Es wird eine großartige Gelegenheit sein, köstliche britische Küche zu genießen. Ich habe gehört, dass das öffentliche Verkehrssystem in London ziemlich effizient ist. Es wird die Fortbewegung in der Stadt erleichtern. Das stimmt. Wir können die berühmten roten Doppeldeckerbusse benutzen oder die U-Bahn nehmen, um verschiedene Teile der Stadt zu erkunden. Es lohnt sich auch, eine Bootsfahrt auf der Themse in Betracht zu ziehen, um die Stadt aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Das ist ein großartiger Vorschlag, John. Es wäre eine malerische Art, einige der ikonischen Sehenswürdigkeiten entlang des Flusses zu sehen. Wir sollten auch einen Besuch im Buckingham Palace einplanen und versuchen, der Wachablösungszeremonie beizuwohnen. Das ist ein klassisches London-Erlebnis. Es wird interessant sein, die königlichen Traditionen aus der Nähe zu sehen. Ich freue mich darauf, in die lokale Kultur einzutauchen und vielleicht sogar eine Theatervorstellung im West End zu sehen. Die Theaterszene in London ist weltweit bekannt. Es wäre ein unvergessliches Erlebnis, dort eine Live-Aufführung zu sehen. Nehmen wir uns auch etwas Zeit, um uns zu entspannen und die wunderschönen Parks in London wie den Hyde Park oder den St. James Park zu genießen. Gute Idee, John. Es wäre schön, einen gemütlichen Spaziergang zu machen und ein Picknick in einer dieser Grünflächen zu machen. Wir sollten anfangen, unsere Reiseroute zu recherchieren und zu planen, um das Beste aus unserer Reise nach London herauszuholen. Definitiv. Es ist immer gut, vorbereitet zu sein und eine ungefähre Vorstellung von den Orten zu haben, die wir besuchen möchten. Ich freue mich sehr auf dieses Abenteuer, Anna. Es wird eine tolle Reise sein, an die man sich erinnern wird. Ich auch, John. Die pulsierende Stadt London mit Ihnen zu erkunden, wird ein fantastisches Erlebnis sein. Lass es uns geschehen, Anna. Wir werden viel Spaß dabei haben, alles zu entdecken, was London zu bieten hat. Absolut, John. London, wir kommen. Lektion 10. Wir sollten über das Einchecken am Flughafen sprechen. Hallo Anna, bist du bereit für unsere Reise? Wir sollten über das Einchecken am Flughafen sprechen. Hallo John. Ja, ich freue mich. Lassen Sie uns den Prozess des Check-ins am Flughafen besprechen. Zuerst müssen wir sicherstellen, dass wir unsere Pässe und Tickets bei uns haben. Richtig, das sind die wichtigen Dokumente, die wir am Check-in-Schalter vorlegen müssen. Wir sollten auch die Gewichts- und Größenbeschränkungen für unser Gepäck überprüfen. Das ist ein gutes Argument. Wir wollen keine Überraschungen oder zusätzliche Gebühren für übergewichtige Taschen. Lassen Sie uns unsere Koffer zu Hause wiegen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen der Fluggesellschaft entsprechen. Und es ist eine gute Idee, alle Flüssigkeiten oder Gelee aus Sicherheitsgründen in einem durchsichtigen, wiederverschließbaren Beutel zu verpacken. Das ist richtig.
Wir wollen keine Probleme mit der Sicherheitsüberprüfung haben. Sobald wir am Flughafen ankommen, müssen wir den Check-in-Schalter für unsere Fluggesellschaft finden. Ja, normalerweise gibt es Schilder oder Informationstafeln, die uns zum richtigen Schalter führen. Am Check-in-Schalter müssen wir dem Personal der Fluggesellschaft unsere Pässe und Tickets vorzeigen. Sie werden uns auch einige Fragen stellen und uns möglicherweise unsere Bordkarten geben. Die Bordkarte ist ein wichtiges Dokument. Es zeigt unsere Sitznummern und das Abfluggate. Nach dem Einchecken sollten wir zur Sicherheitskontrolle gehen. Wir müssen unsere Beutel für die Röntgenuntersuchung auf das Förderband legen. Und wir müssen durch einen Metalldetektor oder Körperscanner gehen. Es ist wichtig, während des Vorgangs die Anweisungen des Sicherheitspersonals zu befolgen. Sobald wir die Sicherheitskontrolle passiert haben, können wir zum Abfluggate gehen. Es ist eine gute Idee, die Fluginformationsanzeige zu überprüfen, um unsere Gatenummer zu bestätigen. Und wir sollten pünktlich am Gate ankommen, um unseren Flug nicht zu verpassen. Wenn wir Fragen haben oder Hilfe benötigen, können wir uns jederzeit an das Flughafenpersonal wenden. Sie sind in der Regel hilfsbereit und bereit, den Passagieren zu helfen. Das stimmt. Sie können Informationen über Annehmlichkeiten, Geschäfte oder Restaurants am Flughafen geben. Schließlich sollten wir unsere Reisedokumente und Bordkarten an einem sicheren Ort aufbewahren. Ja, es ist wichtig, dass sie bei Bedarf leicht zugänglich sind. Das Einchecken am Flughafen mag überwältigend erscheinen, aber wenn wir den Prozess Schritt für Schritt befolgen, wird alles reibungslos ablaufen. Absolut, Anna. Wir sind fast bereit, unsere Reise zu beginnen. Es ist eine aufregende Zeit. Ich kann es kaum erwarten, mit dir neue Orte zu erkunden, John. Lasst uns eine tolle Reise haben. Auf jeden Fall, Anna. Lassen Sie uns gemeinsam unvergessliche Erinnerungen schaffen. Hab einen sicheren Flug. Lektion 11. Hast du bemerkt, wie sauber die Straßen in dieser Stadt sind? Hallo Anna, hast du bemerkt, wie sauber die Straßen in dieser Stadt sind? Hallo John. Ja, habe ich. Es ist beeindruckend, wie gut gepflegt und aufgeräumt sie sind. Absolut. Ich habe gesehen, wie Arbeiter regelmäßig Müll wegfegen und aufsammeln. Es ist toll zu sehen, wie viel Mühe sie investieren, um die Straßen sauber und einladend zu halten. Es macht einen Spaziergang durch die Stadt zu einem angenehmen Erlebnis. Ich stimme zu. Es ist schön zu sehen, dass die Menschen stolz darauf sind, ihre Umgebung sauber zu halten. Es zeigt auch Respekt vor der Umwelt und der Gemeinschaft. Definitiv. Eine saubere Stadt hinterlässt auch bei Besuchern einen positiven Eindruck. Es spiegelt die allgemeine Lebensqualität in der Stadt wider. Es ist inspirierend. Deshalb möchte ich auch dazu beitragen, unsere eigene Umgebung sauber zu halten. Jede kleine Anstrengung zählt. Wir können damit beginnen, unseren eigenen Müll ordnungsgemäß zu entsorgen. Und wenn wir Müll sehen, können wir ihn aufheben und in einen nahegelegenen Mülleimer werfen. Das ist eine großartige Idee. Wir können mit gutem Beispiel vorangehen und andere ermutigen, dasselbe zu tun. Es ist wichtig, eine saubere und nachhaltige Umwelt zu schaffen, die jeder genießen kann. Absolut.
Lassen Sie uns die sauberen Straßen in dieser Stadt weiterhin schätzen und uns um sie kümmern. Einverstanden, John. Darauf können wir alle stolz sein. Lektion 12. Drucken Sie neue Visitenkarten für unsere neuen Mitarbeiter. Hallo Anna, ich denke, es ist an der Zeit, neue Visitenkarten für unsere neuen Mitarbeiter zu drucken. Was denkst du? Hallo John. Ich stimme zu. Es ist wichtig, aktualisierte Visitenkarten für unser Team zu haben. Wir sollten den Namen, die Position und die Kontaktinformationen des neuen Mitarbeiters auf der Karte angeben. Definitiv. Es ist wichtig, um Kontakte zu knüpfen und einen professionellen Eindruck zu hinterlassen. Wir sollten auch unser Firmenlogo und unsere Farben einbeziehen, um die Markenkonsistenz zu gewährleisten. Das ist ein gutes Argument. Beständigkeit ist der Schlüssel zu unserer Geschäftsidentität. Habt ihr irgendwelche Gestaltungsideen oder Vorlieben für die neuen Visitenkarten? Ich denke, wir sollten es einfach und sauber halten und professionell aussehen. Ich stimme zu. Ein minimalistisches Design mit klaren Schriften und relevanten Informationen wird effektiv sein. Wir sollten auch die Größe und das Material der Karte berücksichtigen. Etwas langlebig und leicht zu tragen. Das stimmt. Wir möchten, dass die Karten dem regelmäßigen Gebrauch standhalten und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Sollten wir zusätzliche Details angeben, zum Beispiel unsere Social-Media-Handles oder unsere Website? Das hängt von der Rolle des neuen Mitarbeiters und den Informationen ab, die er teilen möchte. Richtig. Wir sollten das mit dem neuen Mitarbeiter besprechen, um sicherzustellen, dass seine Präferenzen berücksichtigt werden. Sobald wir das Design und die Informationen fertiggestellt haben, können wir sie an einen Druckservice senden. Wir sollten einen Proof anfordern, bevor wir die gesamte Charge drucken, um zu überprüfen, ob Fehler oder Anpassungen vorliegen. Gute Idee. Es ist wichtig, genaue und fehlerfreie Visitenkarten zu haben. Und sobald wir die gedruckten Karten erhalten haben, können wir sie an das Team und den neuen Mitarbeiter verteilen. Wir sollten auch ein paar zusätzliche Karten behalten, falls wir in Zukunft mehr benötigen. Absolut. Es ist immer gut, vorbereitet zu sein und Ersatzkarten zur Hand zu haben. Ich freue mich, dass wir uns für unser neues Teammitglied um dieses Detail kümmern. Das zeugt von Professionalität. Es ist wichtig, Ihnen die notwendigen Tools zur Verfügung zu stellen, um unser Unternehmen zu repräsentieren. Einverstanden, Anna. Lassen Sie uns mit dem Entwerfen und Drucken der neuen Visitenkarten beginnen. Ich freue mich auf das Endergebnis. Es wird eine großartige Ergänzung zum professionellen Image unseres Teams sein. Danke für deinen Beitrag, Anna. Ihre Ideen und Ihre Liebe zum Detail sind wertvoll. Ebenso, John. Ich schätze Ihre Zusammenarbeit bei der Stärkung unseres Teams. Lektion 13. Wir müssen einen wichtigen Kunden persönlich treffen. Hallo Anna, ich habe gerade mit einem wichtigen Kunden telefoniert. Wir müssen besprechen, Sie persönlich zu treffen. Hallo John. Das klingt nach einer großartigen Gelegenheit. Wann und wo findet das Treffen statt? Das Treffen ist für nächste Woche geplant. Wir treffen uns in Ihrem Büro in der Innenstadt. Das ist fantastisch. Wir sollten uns darauf vorbereiten, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Absolut. Wir müssen den Hintergrund des Kunden untersuchen und seine Bedürfnisse verstehen. Es ist wichtig, sachkundig zu sein und bereit zu sein, alle Fragen oder Bedenken zu beantworten, die Sie haben könnten.
Ich stelle sicher, dass ich Muster unserer Produkte oder relevanter Materialien mitbringe. Das ist eine gute Idee. Visuelle Hilfsmittel können helfen, unsere Angebote zu veranschaulichen und die Präsentation ansprechender zu gestalten. Wir müssen uns für das Treffen auch professionell kleiden. Ja, wir sollten Geschäftskleidung tragen, um Respekt und Professionalität zu zeigen. Wir sollten ein paar Minuten früher zum Treffen kommen, um Pünktlichkeit zu zeigen. Pünktlich zu sein ist entscheidend. Es zeigt, dass wir ihre Zeit schätzen und zuverlässig sind. Während des Treffens sollten wir dem Kunden aktiv zuhören und relevante Fragen stellen. Das ist richtig. Wenn wir ihre Bedürfnisse und Anliegen verstehen, können wir unsere Lösungen an ihre Anforderungen anpassen. Wir sollten auch selbstbewusst und wortgewandt sein, wenn wir unsere Ideen oder Vorschläge präsentieren. Vertrauen ist der Schlüssel. Es hilft, Vertrauen aufzubauen und zeigt, dass wir an unsere Produkte oder Dienstleistungen glauben. Nach dem Treffen sollten wir uns mit einer Dankesmail oder einem Telefonanruf bei Ihnen melden. Dankbarkeit und Wertschätzung für ihre Zeit auszudrücken, ist eine nette Geste. Es ist auch wichtig, alle Aktionspunkte oder nächsten Schritte, die während des Treffens besprochen wurden, zur Kenntnis zu nehmen. Wenn wir den Überblick über die Details behalten, können wir organisiert bleiben und eine rechtzeitige Nachverfolgung sicherstellen. Lassen Sie uns eine Tagesordnung oder einen Entwurf für das Meeting vorbereiten, um konzentriert zu bleiben und das Beste aus unserer Zeit Das ist ein herauszuholen. guter Plan. Es wird uns helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben und alle wichtigen Punkte abzudecken. Ich freue mich auf dieses Treffen. Es ist eine großartige Gelegenheit für unser Unternehmen. Ich auch, John. Stellen wir sicher, dass wir gut vorbereitet sind und bereit sind, den Kunden zu beeindrucken. Gemeinsam können wir eine positive Wirkung erzielen und eine starke Beziehung zum Kunden aufbauen. Absolut, John. Lassen Sie uns auf ein erfolgreiches Meeting und eine zukünftige Zusammenarbeit hinarbeiten. Danke für deine Einblicke, Anna. Ihr Beitrag ist bei unseren Vorbereitungen wertvoll. Ebenso, John. Ich schätze Ihre Zusammenarbeit und Ihr Engagement für unseren Erfolg. Lektion 14: Silvester feiern. Hallo Anna, das neue Jahr rückt näher. Wie sollten wir es feiern? Hallo John. Es ist aufregend. Wir können ein kleines Treffen mit unseren Freunden und unserer Familie planen. Das klingt nach einer großartigen Idee. Wir können ein gemütliches Beisammensein bei uns haben. Wir sollten das Haus mit Luftballons, Luftschlangen und vielleicht ein paar festlichen Lichtern schmücken. Absolut. Es wird eine freudige und feierliche Atmosphäre schaffen. Wir können köstliche Speisen und Snacks für alle zubereiten. Gut überlegt. Fingerfood und Vorspeisen sind bei Zusammenkünften immer ein Hit. Wir sollten auch einige alkoholische und alkoholfreie Getränke zu uns nehmen, um den Vorlieben aller gerecht zu werden. Es ist wichtig sicherzustellen, dass jeder etwas hat, das er genießen kann. Wir können im Hintergrund lebendige Musik spielen, um die Stimmung für die Feier zu verbessern. Das ist ein guter Vorschlag. Musik trägt immer zur festlichen Stimmung bei. Wenn Mitternacht näher rückt, können wir uns zu einem Countdown für das neue Jahr versammeln. Ja, wir können eine Uhr oder einen Timer haben, um die letzten Sekunden des Jahres zu markieren. Und wenn die Uhr Mitternacht schlägt, können wir mit Champagner oder Sekt anstoßen.
Es ist Tradition, ein Glas zu heben und sich gegenseitig ein frohes neues Jahr zu wünschen. Wir sollten auch ein paar Party-Poppers oder Konfetti haben, um den Moment noch besonderer zu machen. Das ist eine lustige Idee. Es wird der Feier einen Hauch von Spannung und Freude verleihen. Nach dem Countdown können wir Umarmungen und Wünsche für ein wunderbares Jahr austauschen. Es ist eine Zeit, Dankbarkeit auszudrücken und sich auf neue Anfänge zu freuen. Wir können uns auch das Feuerwerk im Fernsehen ansehen oder nach draußen gehen, wenn es welche in der Nähe gibt. Das Anschauen von Feuerwerken ist immer eine magische Art, das neue Jahr zu begrüßen. Und den ganzen Abend über können wir Spiele spielen oder Geschichten erzählen und lachen. Eine schöne Zeit miteinander zu verbringen und Erinnerungen zu schaffen, macht Feierlichkeiten unvergesslich. Vergessen wir nicht, ein paar Fotos zu machen, um die glücklichen Momente festzuhalten. Definitiv. Fotos werden uns helfen, die Erinnerungen an diesen besonderen Abend zu bewahren. Ich freue mich darauf, mit dir das neue Jahr zu feiern, John. Es wird ein fantastischer Abend. Ebenso, Anna. Machen wir es zu einem unvergesslichen Abend und beginnen wir das neue Jahr mit Freude und Positivität. Danke für deinen Enthusiasmus, John. Ihre Energie macht Feierlichkeiten noch angenehmer. Und danke, Anna, für deine Ideen und Zusammenarbeit. Lasst uns zusammen ein wunderbares Neujahrsfest feiern. Lektion 15: Mein altes Handy austauschen. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, mein altes Handy auszutauschen. Was denkst du? Hallo John. Es könnte eine gute Idee sein. Wie lange hast du dein aktuelles Telefon schon? Ich habe es jetzt seit ungefähr 3 Jahren. Es zeigt allmählich Abnutzungserscheinungen. Es ist verständlich. Die Technologie entwickelt sich schnell und neuere Telefone bieten mehr Funktionen. Das stimmt. Mir ist aufgefallen, dass mein Telefon im Vergleich zu neueren Modellen langsamer ist. Haben Sie darüber nachgedacht, welche Funktionen Sie von einem neuen Telefon erwarten würden? Ich hätte gerne ein Telefon mit einer besseren Kamera und mehr Speicherkapazität. Dies sind wichtige Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, insbesondere wenn Sie gerne Fotos aufnehmen oder Apps herunterladen. Ich möchte auch ein Telefon mit einer längeren Akkulaufzeit. Mein aktuelles Telefon hält nicht mehr so lange wie früher. Die Akkulaufzeit ist definitiv entscheidend. Es ist frustrierend, wenn das Telefon schnell stirbt. Ich habe online nach einigen Optionen gesucht. Es stehen viele Modelle zur Auswahl. Es ist eine gute Idee, Bewertungen zu lesen und verschiedene Marken und Modelle zu vergleichen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Ich habe auch die Preise überprüft, um sicherzustellen, dass sie in mein Budget passen. Ein Budget festzulegen ist klug. Dies hilft, die Optionen einzugrenzen und zu hohe Ausgaben zu verhindern. Ich denke, ich werde ein paar Geschäfte besuchen, um mir die Telefone persönlich anzusehen und ein Gefühl für sie zu bekommen. Das ist ein guter Plan. Es ist immer hilfreich, das Telefon vor dem Kauf zu sehen und in der Hand zu halten. Ich werde auch überprüfen, ob laufende Aktionen oder Rabatte verfügbar sind. Tolle Idee. Möglicherweise können Sie ein gutes Angebot finden und etwas Geld sparen. Sobald ich mich für ein Modell entschieden habe, stelle ich sicher, dass alle meine Daten und Kontakte auf das neue Telefon übertragen werden. Es ist wichtig, Ihre Daten zu sichern und einen reibungslosen Übergang zum neuen Gerät sicherzustellen.
Absolut. Ich möchte keine wichtigen Informationen verlieren. Wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung des neuen Telefons benötigen, wenden Sie sich bitte an uns. Ich bin hier, um dir zu helfen. Danke, Anna. Ich schätze dein Angebot. Ich könnte dich darauf einlassen. Gar kein Problem, John. Ich helfe gerne. Ich freue mich über ein neues Telefon. Es wird ein Neuanfang mit aktualisierten Funktionen sein. Ich bin mir sicher, dass Sie die Vorteile eines neuen Telefons genießen werden. Viel Glück bei deiner Suche, John. Danke, Anna. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten, für welches Telefon ich mich am Ende entscheide. Klingt gut, John. Ich freue mich darauf, von Ihrem neuen Gerät zu hören. Lektion 16. Ich denke, es ist Zeit, ein Antivirenprogramm zu installieren. Hallo Anna, ich hatte in letzter Zeit einige Probleme mit meinem Computer. Ich denke, es ist Zeit, ein Antivirenprogramm zu installieren. Was denkst du? Hallo John. Das ist eine kluge Entscheidung. Ein Antivirenprogramm kann dazu beitragen, Ihren Computer vor Malware und Viren zu schützen. Mir ist aufgefallen, dass mein Computer langsamer läuft und manchmal seltsame Pop-up-Anzeigen erscheinen. Dies sind Anzeichen dafür, dass Ihr Computer möglicherweise infiziert ist. Die Installation eines Antivirenprogramms kann dabei helfen, Bedrohungen zu erkennen und zu entfernen. Welches Antivirenprogramm würden Sie empfehlen? Es gibt mehrere seriöse Antivirenprogramme. Einige beliebte sind Avast, Norton und McAfee. Sind sie einfach zu installieren und zu verwenden? Ja, die meisten Antivirenprogramme verfügen über benutzerfreundliche Oberflächen und bieten schrittweise Anweisungen zur Installation. Wie oft sollte ich einen Scan auf meinem Computer ausführen? Es empfiehlt sich, mindestens einmal pro Woche einen regelmäßigen Scan durchzuführen, um sicherzustellen, dass Ihr Computer frei von Bedrohungen ist. Verlangsamt das Antivirenprogramm meinen Computer? Während einige Antivirenprogramme die Computerleistung geringfügig beeinträchtigen können, sind die meisten modernen Programme so konzipiert, dass sie eine Verlangsamung minimieren. Sollte ich mich für die kostenlose Version entscheiden oder in die kostenpflichtige Version investieren? Kostenlose Versionen von Antivirenprogrammen bieten grundlegenden Schutz, kostenpflichtige Versionen bieten jedoch häufig zusätzliche Funktionen und umfassendere Sicherheit. Das hängt von Ihren spezifischen Bedürfnissen und Ihrem Budget ab. Ich denke, ich werde mich für die kostenpflichtige Version entscheiden, um einen besseren Schutz zu haben. Kennen Sie zuverlässige Websites, auf denen Sie das Programm kaufen können? Sie können Antivirenprogramme direkt auf den offiziellen Websites der jeweiligen Softwareunternehmen erwerben. Es ist immer am besten, bei vertrauenswürdigen Quellen zu kaufen. Ich werde dafür sorgen, dass ich das mache. Danke für den Rat, Anna. Du bist willkommen, John. Es ist wichtig, der Sicherheit Ihres Computers und Ihrer Daten Priorität einzuräumen. Sobald ich das Antivirenprogramm installiert habe, plane ich regelmäßige Updates ein, um es auf dem neuesten Stand zu halten. Das ist eine großartige Idee. Regelmäßige Updates stellen sicher, dass Ihr Antivirenprogramm über die neuesten Sicherheitspatches verfügt und Ihren Computer effektiv schützen kann. Ich bin froh, dass wir dieses Gespräch hatten. Ich fühle mich jetzt sicherer, wenn es darum geht, meinen Computer zu sichern. Ich helfe gerne, John. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Hilfe bei der Installation benötigen, können Sie sich gerne an mich wenden.
Danke, Anna. Ich schätze deine Unterstützung. Gar kein Problem, John. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie online sicher. Du auch, Anna. Nochmals vielen Dank. Lektion 17. Ich habe gehört, dass ein Taifun auf uns zukommt. Hallo Anna, ich habe gehört, dass ein Taifun auf uns zukommt. Hast du dich darauf vorbereitet? Hallo John. Ja, ich habe die Wetterberichte im Auge behalten. Ich habe für alle Fälle einige Vorbereitungen getroffen. Das ist gut zu hören. Welche Vorbereitungen sollten wir für einen Taifun treffen? Es ist wichtig, lose Gegenstände wie Terrassenmöbel oder Pflanzen, die durch starke Winde weggeweht werden könnten, draußen zu sichern. Ich werde sicherstellen, dass alle Gegenstände mitgebracht werden, die leicht vom Wind weggetragen werden könnten. Darüber hinaus sollten wir uns mit lebenswichtigen Vorräten wie Nahrung, Wasser und Batterien eindecken. Ich mache eine Liste der benötigten Artikel und gehe zum Laden, um sie zu holen. Es ist auch eine gute Idee, eine Taschenlampe und ein batteriebetriebenes Radio für den Fall eines Stromausfalls dabei zu haben. Ich werde überprüfen, ob wir diese Artikel zu Hause haben, und wenn nicht, kaufe ich sie auch. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre elektronischen Geräte wie Ihr Telefon aufladen, falls der Strom ausfällt. Das ist eine gute Erinnerung. Ich lade mein Telefon und alle anderen Geräte, die ich benötige, auf. Es ist wichtig, über die Wetterbedingungen auf dem Laufenden zu bleiben und alle Warnungen oder Hinweise der lokalen Behörden zu beachten. Ich werde die Nachrichten und das Radio im Auge behalten, um über den Verlauf und die Intensität des Taifuns auf dem Laufenden zu bleiben. Wenn die Behörden eine Evakuierung empfehlen, ist es wichtig, ihre Anweisungen zu befolgen und an einen sicheren Ort zu gehen. Absolut. Unsere Sicherheit sollte in solchen Situationen oberste Priorität haben. Schließlich ist es wichtig, während des Sturms drinnen und fern von Fenstern zu bleiben. Starke Winde und herumfliegende Trümmer können gefährlich sein. Ich werde sicherstellen, dass ich in einem sicheren Bereich des Hauses bleibe und vermeide, unnötig nach draußen zu gehen. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Treffen wir alle notwendigen Vorkehrungen und bleiben wir vorbereitet. Danke für die Erinnerungen, Anna. Ihr Rat ist wertvoll, um unsere Sicherheit während des Taifuns zu gewährleisten. Du bist willkommen, John. Wir machen das zusammen durch. Lasst uns während des Taifuns auf Nummer sicher gehen und uns gegenseitig unterstützen. In der Tat, Anna. Pass auf dich auf und bleib auch sicher. Hoffen wir auf minimale Auswirkungen des Taifuns. Lektion 18. Wir haben unsere Post schon lange nicht mehr aus der Mailbox abgeholt. Hallo Anna, mir ist gerade aufgefallen, dass wir unsere Post schon lange nicht mehr aus dem Postfach abgeholt haben. Hast du es bemerkt? Hallo John. Du hast recht. Ich habe es völlig vergessen. Wir sollten bald im Postfach nachschauen. Ich frage mich, ob wichtige Briefe oder Pakete auf uns warten. Ja, wir sollten es nicht zu lange anhäufen lassen. Lass uns heute die Post abholen. Ich hoffe, es gibt keine Rechnungen oder wichtige Dokumente, die wir verpasst haben. Es ist besser, den Überblick zu behalten. Wir möchten keine wichtigen Termine oder Informationen verpassen. Ich bringe den Briefkastenschlüssel mit und wir können zusammen nachschauen, was drin ist. Das klingt nach einem Plan. Es ist immer gut, jemanden bei sich zu haben, wenn Sie im Postfach nachschauen. Stellen wir sicher,
dass wir die Post sorgfältig durchgehen und sie entsprechend sortieren. Wir können Rechnungen, persönliche Briefe und alle anderen Kategorien trennen, um die Dinge zu organisieren. Und wenn es irgendwelche Pakete gibt, sollten wir sie öffnen und schauen, was drin ist. Ja, es ist aufregend, Pakete zu erhalten. Lassen wir sie nicht zu lange ungeöffnet. Nachdem wir alles überprüft haben, können wir jegliche Junkmail oder unerwünschte Werbung entsorgen. Das ist eine gute Idee. Wir müssen kein unnötiges Durcheinander herumtragen. Und wenn es etwas Wichtiges oder Dringendes gibt, sollten wir uns umgehend darum kümmern. Absolut. Wir sollten nicht zögern, Maßnahmen zu ergreifen, wenn etwas unsere Aufmerksamkeit erfordert. Machen wir es uns zur Gewohnheit, von nun an regelmäßig im Postfach nachzuschauen, damit wir nichts Wichtiges verpassen. Einverstanden. Es ist eine einfache Aufgabe, die uns vor potenziellen Problemen oder verpassten Gelegenheiten bewahren kann. Danke, dass du mich daran erinnert hast, Anna. Lass uns sofort die Post abholen. Du bist willkommen, John. Ich nehme den Schlüssel und wir kümmern uns gemeinsam darum. Lektion 19. Ich habe Lust auf Brathähnchen. Hallo Anna, ich habe Lust auf Brathähnchen. Weißt du, wie man es macht? Hallo John. Ja, das tue ich. Es ist eigentlich ganz einfach. Möchtest du, dass ich das Rezept teile? Das wäre toll. Wie fangen wir an? Heizen Sie zuerst den Ofen auf 400 Grad Fahrenheit, 200 Grad Celsius, vor. Okay, ich hab's. Was kommt als nächstes? Spülen Sie das Huhn anschließend innen und außen mit kaltem Wasser ab und tupfen Sie es mit Papiertüchern trocken. Sollen wir das Huhn würzen? Ja, das sollten wir. Wir können das Huhn mit Salz, Pfeffer und anderen bevorzugten Gewürzen einreiben. Sie können auch einige Kräuter wie Rosmarin oder Thymian für zusätzlichen Geschmack hinzufügen. Klingt köstlich. Was machen wir nach dem Würzen? Lege das Hähnchen mit der Brust nach oben auf eine Bratpfanne oder eine Backform. Gibt es zusätzliche Schritte? Ja, wir können eine ganze Zitrone oder Zwiebel in den Hohlraum des Huhns geben, um ihm Geschmack zu verleihen. Das ist ein netter Tipp. Was kommt als nächstes? Wir wollen das Huhn zusammenbinden, indem wir die Beine mit Küchengarn zusammenbinden. Dies hilft dem Huhn, gleichmäßig zu garen. Ich verstehe. Und wie lange rüsten wir es? Braten Sie das Huhn im vorgeheizten Ofen etwa 20 Minuten pro Pfund, 450 Gramm. Wenn es sich also um ein 4 Pfund Hühnchen handelt, sollte es etwa 1 Stunde und 20 Minuten braten. Das ist gut zu wissen. Müssen wir das Hähnchen beim Braten begießen? Ja, es ist eine gute Idee, das Hähnchen alle 30 Minuten zu begießen. Du kannst dafür das Bratfett in der Pfanne oder etwas geschmolzene Butter verwenden. Ich werde dafür sorgen, dass ich das mache. Müssen wir noch etwas beachten? Ja, wenn das Huhn fertig ist, verwenden Sie ein Fleischthermometer, um die Innentemperatur zu überprüfen. Es sollte 165 Grad Fahrenheit, 75 Grad Celsius, an der dicksten Stelle des Oberschenkels erreichen. Perfekt, danke für den Tipp. Was machen wir, wenn es gekocht ist?
Sobald das Huhn gekocht ist und die gewünschte Temperatur erreicht hat, nehmen Sie es aus dem Ofen und lassen Sie es etwa 10 Minuten ruhen, bevor Sie es tranchieren. Ruhe ist wichtig, um den Saft drinnen zu halten, oder? Genau. Es hilft dem Huhn, feucht zu bleiben und lässt die Aromen sich absetzen. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Danke für das Teilen des Rezepts, Anna. Du bist willkommen, John. Genießen Sie Ihr hausgemachtes Brathähnchen. Lektion 20. Wissen Sie, ob es in der Bibliothek interessante Romane gibt? Hallo Anna, ich habe nach einem neuen Buch zum Lesen gesucht. Wissen Sie, ob die Bibliothek interessante Romane hat? Hallo John. Ja, die Bibliothek hat eine große Auswahl an Romanen. Wir können gehen und es uns ansehen. Das klingt großartig. Wie finden wir die Romane, die uns interessieren? Wir können damit beginnen, in die Belletristikabteilung der Bibliothek zu gehen. Es ist normalerweise alphabetisch nach dem Nachnamen des Autors geordnet. Okay, also suchen wir nach dem Namen des Autors. Was ist, wenn wir keine bestimmten Autoren kennen? Wenn Sie sich bei einem bestimmten Autor nicht sicher sind, können Sie in verschiedenen Genres stöbern oder den Bibliothekar nach Empfehlungen fragen. Das ist eine gute Idee. Ich werde den Bibliothekar um einige Vorschläge bitten. Was ist, wenn ich ein bestimmtes Buch haben möchte? Wenn Sie ein bestimmtes Buch im Sinn haben, können Sie im Online-Katalog der Bibliothek nachschauen oder den Bibliothekar bitten, Ihnen bei der Suche zu helfen. Wie verwende ich den Online-Katalog? Der Bibliothekar kann Sie bei der Verwendung des Online-Katalogs unterstützen. Sie können nach dem Titel, dem Autor oder Schlüsselwörtern des Buches suchen. Das ist hilfreich. Wenn wir das Buch gefunden haben, wie leihen wir es aus? Sobald Sie das Buch gefunden haben, das Sie ausleihen möchten, können Sie es zum Schreibtisch des Bibliothekars bringen. Sie unterstützen Sie bei der Kreditaufnahme. Benötige ich einen Bibliotheksausweis, um Bücher auszuleihen? Ja, Sie benötigen einen Bibliotheksausweis, um Bücher auszuleihen. Wenn Sie keinen haben, können Sie sich an der Rezeption der Bibliothek für einen Bibliotheksausweis anmelden. Ich bringe meinen Bibliotheksausweis mit oder hole mir einen, falls ich ihn noch nicht habe. Das ist ein guter Plan. Denken Sie daran, das Fälligkeitsdatum für die Rückgabe des Buches zu überprüfen, damit Sie verspätete Gebühren vermeiden können. Das behalte ich im Hinterkopf. Danke für die Erinnerung, Anna. Du bist willkommen, John. Genießen Sie Ihre Zeit beim Erkunden der Romane in der Bibliothek. Ich hoffe, du findest ein paar tolle Bücher zum Lesen. Danke, Anna. Ich freue mich darauf, in eine neue Geschichte einzutauchen.